Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Wir haben mit euch bereits besprochen, was Pflanzenkohle und Terra Preta für ein enormes Potenzial hat, um unsere Böden zu verbessern. Ganz wichtig ist aber, wie die Pflanzenkohle hergestellt wird. Das zeigen wir euch heute. Das Schlagwort, um das es sich dreht bei der Herstellung von Pflanzenkohle, das lautet Pyrolyse. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Pyrolyse und einer normalen Verbrennung von organischer Masse? Bei der Pyrolyse arbeitet man unter stark reduzierten Sauerstoffeinfluss. Das heißt, eigentlich werden die Pflanzenteile, die hier verbrannt werden, nicht wirklich verbrannt, sondern eigentlich verkohlt. Der Vorteil an diesem Prozess ist, dass bedeutend weniger CO2 frei wird als bei einer normalen Verbrennung unter Sauerstoffzufuhr. Wir sprechen da ungefähr von einem Drittel der frei werdenden CO2-Menge als bei einer Verbrennung. Damit man diesen Prozess des Verkohlens möglichst effizient gestalten kann, braucht man jetzt sogenannte Kontikis. Als Kontikis bezeichnet man diese Eisenwannen, die ihr da hinter mir seht. Diese sind seitlich und von unten geschlossen. Das heißt, seitlich und von unten kann kein Sauerstoff beim Verkohlen zutreten. Von oben kann natürlich sehr wohl Sauerstoff dazu. Man braucht ja auch etwas, damit die Verbrennung am Laufen gehalten wird. In diesem Kontiki hat es dann jetzt Temperaturen um die 1000 Grad und diese extrem hohe Temperatur, die sorgt jetzt dafür, dass das Holz nicht nur oberflächlich unter Sauerstoffeinfluss verbrennt, sondern innen im Kontiki unter Sauerstoffabschluss verkohlt. Natürlich kann man das jetzt auch ohne dieser Eisenwanne hier machen. Man kann einen Kontiki auch zu Hause im Garten, zum Beispiel in einem Erdloch, imitieren, funktioniert genauso. Was ist jetzt aber der Vorteil und warum macht man es, wenn man es in der Landwirtschaft nutzt, besser so? Ganz einfach, weil es praktischer ist. Dieser Kontiki hier gibt uns nämlich zwei Möglichkeiten, die ich in einem Erdloch nicht hätte. Erstens mal haben wir hier zwei Eisenkufen, die uns es ermöglichen, dann mit einem Stapler die fertige Pflanzenkohle auf einmal auszuleeren. Hilft einfach beim rationellen Arbeiten. Und das zweite ist, wir haben hier unten einen Wasseranschluss dran, der uns es ermöglicht, dass wir die Pflanzenkohle von unten nach oben löschen können. Wenn man jetzt von unten Wasser in diese Eisenwanne hineinpumpt, entsteht natürlich irrsinnig viel Wasserdampf, wenn das Wasser mit dieser 1000 Grad heißen Glut in Berührung kommt, und dieser Wasserdampf reinigt die Kohle noch einmal. Einer der wichtigsten Aspekte für mich, warum man Pflanzenkohle beim Kompostieren beimischen sollte, ist, dass man die Emissionen, die beim Kompostieren unweigerlich entstehen, deutlich reduzieren kann. Man kann zum Beispiel Treibhausgase bei der Kompostierung um ein Viertel bis die Hälfte reduzieren, wenn man Pflanzenkohle beigemengt hat. Bei Treibhausgasen sprechen wir jetzt von Methan, Lachgas oder auch Ammoniak. Und auch die CO2-Emissionen können um ungefähr ein Drittel reduziert werden, wenn Pflanzenkohle beigemengt wird. Jetzt ist aber die große Frage, wie viel Pflanzenkohle soll ich beim Kompostieren beimengen? Am Pauschalwert kann man so nicht sagen. Man bewegt sich aber meistens irgendwo zwischen 5 und 15% Pflanzenkohle, was Sinn machen kann. Wovon hängt es jetzt ab? Vom Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, das ja für die Kompostierung irrsinnig wichtig ist. Für stabilen Humus benötigen wir ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 10:1. An diesem Wert sollte man sich aber zu Beginn einer Kompostierung noch nicht orientieren. Hier gilt nämlich noch, dass man ein etwas weiteres Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von ungefähr 30:1. Ein weiterer Vorteil bei der Kompostierung von Pflanzenkohle ist einfach auch die gesteigerte Hygienisierung. Kranke Pflanzenteile, wie zum Beispiel Reben, die Mauke haben, Obstbäume, die Wurzelkropf haben, wenn man sie zuerst zu Pflanzenkohle verarbeitet, keine Bedenken. Durch die 1000 Grad Celsius, die es in so einem Kontiki hat, sind eigentlich alle potenziellen Schaderreger erstmal abgetötet und man kann sie danach bedenkenlos in einem normalen Kompostvorgang einarbeiten und mitkompostieren. Ein weiterer ganz großer Vorteil bei der Kompostierung mit Pflanzenkohle als Zuschlagstoff ist, dass man eine gesteigerte Nährstoffaufnahme- und Haltefähigkeit des Komposters erreicht. Die Pflanzenkohle an sich ist ja ein sehr, sehr nährstoffarmes Medium, beinhaltet kaum Nährstoffe. Man kann die Kohle jetzt aber aufladen, zum Beispiel durch Urin, Fäkalien oder ganz einfach mit kompostieren. Die Kohle absorbiert
diese Nährstoffe. Das heißt, sie lagern sich an die Kohle an, die Kohle bindet diese und kann dann wieder pflanzenverfügbar in den Boden in Form von fertigem Kompost eingearbeitet werden. Wenn man also die Kohle richtig aufgeladen hat, kann man sie auch problemlos auf jedem Boden ausbringen, ohne dass man dann Nährstoffe im Boden fixiert, immobilisiert. Und so ist eigentlich ein Kompost mit Pflanzenkohle als Zuschlagstoff etwas sehr Wertvolles und ich kann es nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat, es zu Hause bei sich nachzumachen. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, zu Hause selbst Pflanzenkohle zu produzieren, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich an einem professionellen Köhler oder von Pyrolyseanlagen Pflanzenkohle zu besorgen. Diese kann man natürlich genauso verwenden wie die selbstproduzierte, machen wir zum Teil auch in unserem Betrieb. Wir haben jetzt vor kurzem erst einen Kompost mit Pflanzenkohle als Zuschlagstoff aufgesetzt. Den müssen wir jetzt wenden. Deswegen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und ciao.